In diesem Video sprechen wir über eine einfache String-Verknüpfungsfunktion, die wir in MQL5 erstellt haben. Sie sehen hier auf dem Chart die Ausgabe, wir haben das Datum und wir haben die Uhrzeit in einem bestimmten Format, das ist die lokale Zeit, die hier im Strategietester angezeigt wird. Jetzt werden wir herausfinden, wie wir eine benutzerdefinierte String-Verknüpfungsfunktion erstellen können, die das Datum und die Uhrzeit in diesem lesbaren Format zurückgibt. Um das zu tun, klicken Sie bitte auf den kleinen Button hier oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Jetzt sollten Sie den Meta-Editor sehen und hier möchten Sie auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter klicken. Ich werde diese Datei Simple String Concatenate Function nennen. Klicken Sie auf Weiter, Weiter und Fertigstellen und nun können Sie alles über der OnTick-Funktion und die Kommentarzeilen darüber löschen. Okay, das ist es. Zunächst müssen wir eine Struktur MQL-Datetime erstellen, um die lokale Zeit zu speichern. Wir nennen das MQL-Time. Mit der Funktion TimeLocal erhalten wir die lokale Zeit und speichern sie in der MQL-Time-Struktur. Jetzt erstellen wir eine String-Variable namens LocalTime_STA, um die formatierte lokale Zeit zu speichern. Die Formatierung der lokalen Zeit erfolgt mit der Funktion StringConcatenate und IntegerToString. Hier kommt der interessante Teil. Wir verknüpfen die verschiedenen Teile der lokalen Zeit, wie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde, mit Hilfe der Funktion StringConcatenate und erstellen so eine lesbare Zeichenkette. Mit der Funktion Comment geben wir dann die lokale Zeit auf dem Chart aus. Jetzt können Sie auf die Schaltfläche Kompilieren klicken. Das sollte jetzt ohne Fehler funktionieren. Und wenn das der Fall ist, können Sie auf den kleinen Button hier klicken, um zurück zu MetaTrader zu gehen. In MetaTrader möchten Sie auf Ansicht Strategietester klicken oder Steuerung und R drücken. Und jetzt sollten Sie den Strategietester hier sehen, bitte wählen Sie die Simple String Concatenate Function X5. Markieren Sie die Visualisierungsoption hier und starten Sie Ihren Test. Wir haben das Datum und die Uhrzeit direkt auf dem Forex-Chart und jetzt wissen Sie, wie man einen Expert Advisor erstellt, um die formatierte Zeitausgabe auf Ihrem Chart zu berechnen. Und Sie haben es mit ein paar Zeilen MQL5-Code selber programmiert.